Liebe Freunde, in der Dunkelheit sind alle Dinge gleich. Da gibt es keine Unterschiede zu sehen. Die Größenproportionen zeigen sich nicht. Es gibt keine Farben. Erst wenn das Licht aufgeht, dann zeigen sich die unterschiedlichen Größenverhältnisse, dann zeigen sich die vielen Farbschattierungen. Und wenn das Licht kommt, bildet sich erst Schatten. Dunkelheit ist noch kein Schatten. Schatten kommt erst durch das Licht. Erst durch das Licht, wenn die Dinge vom Licht berührt werden, zeigen sie sich in ihrer Zwiespältigkeit. Auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite dunkel. Und nicht nur das, wenn das Licht ins Leben tritt, dann wird jeder Gegenstand sogar selber zum Schattenwerfer und wirft seinen eigenen Schatten auf anderes drauf. Da ahnt man vielleicht, dass das Licht noch nicht das ist, was es einmal sein könnte. Licht bringt Bewertung, bringt Unterschiedlichkeit und ist damit immer auch Prüfung. Gegenwärtig erleben viele Menschen die Corona-Krise als wie eine Prüfung der Menschheit. Da kommt etwas ans Licht, etwas von unserem Lebensverhältnis. Und seit Mitte, Ende Dezember ist diese Corona-Krise am sich ausbreiten. Und seit dem 21. Dezember ist auch die Wintersonnenwende und damit ein wachsendes Licht, eine wachsende Lichtentfaltung zu bemerken. Nun ist das ja außerordentlich schwer zu beurteilen, was jetzt wirklich dran ist an dieser Corona-Krise. Einerseits gesundheitlich, andererseits in dem, was als Konsequenzen aus dieser Krise gezogen werden. Insbesondere für denjenigen, der Bedürfnis hat, das zu beurteilen, der wissen möchte, so oder so verhalten sich die Tatsachen, für den wird es besonders schwierig. Und dann ist es schon ein erster Erkenntnisfortschritt, wenn man tatsächlich zu der Erkenntnis kommt, auf der Cicero im 1. Jahrhundert vor Christus schon war, dass man sagen kann, ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist bei der Schwierigkeit der Verhältnisse tatsächlich schon ein wirklicher Schritt auf dem Erkenntnisweg. Nun, Corona-Krise, dass es eine Prüfung ist, dass es eine Krise ist, darin sind sich wohl alle einig. Dem zugrunde liegt wohl diese Atemwegserkrankung. Also unser Atem, damit hat das irgendwie zu tun. Und der Atem ist immer auch berührt vom Blutkreislauf. Da ist unser Zentrum des Menschen mit dem Herzen. Und von da aus strömt das Blut in den Umkreis des Leibes, in die feinsten Verzweigungen. Um dann, wenn es dann den Umkreis dieses Leibes ganz erreicht und durchdrungen hat, wieder zu strömen hin zum Herzen. Und wenn das den Mittelpunkt erreicht hat, dann geht das nicht einfach von neuem los. Jetzt beginnt der kleine Kreislauf. Jetzt geht das Blut sozusagen an die frische Luft, in die Lunge hinein und wird dort berührt von einer anderen Dimension. Das ist nicht mehr das Element des Wässrigen. Jetzt kommt ein ganz neues Element. Die Luft zur Berührung. Die Luft, das heißt auf Griechisch Pneuma. Und dieses Wort Pneuma ist wiederum das gleiche Wort wie Geist in der altgriechischen Sprache. Und wenn diese Corona-Atemwegserkrankung eine ist, die sich mit diesem Kreislauf berührt, dann zeigt das eigentlich ein Verhältnis unserer Menschheit zum Geist. Was für ein Verhältnis haben wir zum Pneuma? Ist das gestört? Ist das krank? Und das umspannt jetzt immer mehr Teile der Menschheit. Und die Frage ist, wer trägt denn das Karma dieses gestörten, kranken Verhältnisses zum Geistigen, zu dem Pneuma? Wenn wir diese anschauen,
wenn die vortrefflich auf Kinder sich beziehen würde, wenn jetzt die Kinder so erkranken würden, wie wäre das jetzt als Lebensgefühl? Was wären die Maßnahmen? Oder überhaupt, wenn alle Menschen entsprechend gleichermaßen betroffen sein könnten? Das Besondere an dieser Krankheit scheint doch zu sein, dass es insbesondere die alten Menschen trifft. Die schon durch lange Jahrzehnte in der Biografie, in ihrem Atemverhältnis zum Leben, auch in ihr mehr oder weniger bewusstes Geistverhältnis sich hereingelebt haben. Man denkt vielleicht an das Johannesevangelium, an die berühmte Szene mit der Ehebrecherin. Da wird der berühmte Satz gesprochen: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Dann erwacht das Gewissen und einer nach dem anderen verlässt den Ort, angefangen bei den Alten, die schon mehr Lebenserfahrung haben in Bezug auf die eigene Verfehlung, auf das eigene Missverhältnis gegenüber der Wahrheit und im Verhältnis zur Wirklichkeit und dem Urteil darüber. Nun, was kommt ans Licht durch die Corona-Krise? Was ist der Inhalt der Prüfung? Das ist eigentlich sehr leicht zu sehen. Der Inhalt der Corona-Krise zeigt sich als unser Menschheitsverhältnis gegenüber dem Tod. Was ist unser Verhältnis zum Sterben? Das sind wir im Augenblick gefragt. Und von diesem Verhältnis ausgehend zeigt sich eine ungeheure Angst. Weltweit. Viel größer als die Angst vor dem Wirtschaftswesen und der Abhängigkeit davon. Wer ist das überhaupt, das Wirtschaftswesen? Aber selbst da werden erstaunlicherweise kaum Kompromisse gemacht. Man hat das Gefühl, lieber ich bin arm, als dass ich tot bin. Und darin liegt ja auch eine gut verständliche Konsequenz, denn lieber tot als arm wäre vielleicht nicht in der Logik so ganz schlüssig nach unserer Lebenserfahrung jedenfalls zu urteilen. Aber das geht jetzt so weit, dass wir bereit sind, unser Leben, unsere Lebendigkeit geradezu hinzuopfern. Hinzuopfern dem Überleben. Wir können gar nicht genau sagen, wie lange das noch geht. Geht das sehr lange Zeit? Manche Stimmen sagen, damit müssen wir leben lernen. Heißt das fortan immer nur noch mit einem Menschen sich zu begegnen? Keine High Fives, keine Handschläge, kein Erlebnis der Begegnung durch den Handdruck, kein Theaterbesuch im vollen Haus. Ist es das wert? Wollen wir lieber aufhören zu leben, damit wir überleben? Sind wir bereit, unsere Lebendigkeit in Gemeinschaft sterben zu lassen, nur damit wir überhaupt leben? Wie lang soll das noch gehen? Soll jede Begegnung sich auf das digitale, unwirkliche, eigentlich illusionäre Verhältnis jetzt transportieren? So wie im Augenblick. Der Tod ist das Urbild der Krise, das Urbild jeder Prüfung. Denn der Tod stellt uns immer die Frage, was bleibt, wenn alles weg ist? Der Tod nimmt uns sämtlichen Besitz. Er nimmt uns alles, was wir haben, und übrig bleibt, wer wir sind. Und diesem Urbild der Krise, dem Tod voraus, geht die Krankheit. Das ist wie die kleine Krise, die kleine Prüfung. Die Reihenfolge ist ja auch, entspricht der Lebenserfahrung, erst krank, dann tot. Andersherum erzählen das wahrscheinlich wenige als Lebenserfahrung. Was ist Krankheit? Diese ganz entscheidende Frage können wir wunderbar sehen, wenn wir auf die Entwicklung von Kindern hinschauen.
Da wird das wunderbar deutlich. Kinder bekommen, solange sie nicht entsprechend davor um diese Entwicklung behindert wurden, bekommen möglicherweise noch Kinderkrankheiten, sogenannte, also extrem ansteckende Krankheiten. Und dann gibt es in einer Familie mehrere Kinder und 3 bekommen es und 1 unter Umständen nicht. Sehr ansteckende Krankheit. Und dann sind diese Kinder krank und man blickt zurück, wie ging es denen eigentlich, bevor sie krank wurden? Und entsprechend lässt sich sehen, ja, die Entwicklung hat jetzt durch die Krankheit einen großen Schritt gemacht. Ein Entwicklungsschritt in der Biografie ist getan worden. Bevor die Krankheit da war, geriet die Entwicklung ins Stocken. So muss man eigentlich sagen, die Krankheit hat die Entwicklung wieder in Gang gebracht. Die eigentliche Krankheit war vor der Krankheit Tatsache. Das Kind war krank und krank heißt, die Entwicklung geriet ins Stocken. Und dann ist die sogenannte Krankheit zu Hilfe gekommen, um die Entwicklung wieder in Gang zu bringen. Man kann das so fortsetzen, dass man schließlich sagt, die sogenannte Krankheit ist eigentlich Therapeutin, ist eigentlich Entwicklungshelferin, bringt Prozesse in Gang, wie wir es aus uns heraus vielleicht oft gar nicht leisten könnten. Das kommt wie ein Schicksal von außen auf uns zu. Und Schicksal ist ein wunderbares Wort. Das ist, was uns geschickt wird. Und Sal, von Salus, die Heilung, lateinisch das Heil, was uns heil macht. Heile, heile Segen. Heil heißt ganz, was uns ganzheitlich entwickelt. Und das kommt als Schicksal von außen auf uns zu. Und insofern kann man zu diesem ganzen Thema Ansteckung auch sagen, wenn ich krank bin, wenn ich in meiner Entwicklung entsprechende Stockungen habe, dann bin ich offen für Infektionen. Deswegen kriegen sie manche und manche auch nicht. Der Weltgeist, der will uns entwickeln und bringt uns die entsprechenden Hilfen. Dann kann man sogar sagen, es ist möglich, gesund zu sterben. Dass wir innere Entwicklungsprozesse auch dank Krankheiten hervorgebracht haben, die uns, wenn wir schließlich an die Schwelle des Todes kommen, als innerlich gesundete, geheilte Menschen sterben, vielleicht sogar an der Krankheit, an der äußeren Krankheit, innerlich gesundet. Wir können ein gesundes Verhältnis zur Krankheit erringen. Natürlich gibt es auch kranke Verhältnisse zur Gesundheit. Jetzt ist das aber so, dass das nicht von alleine so geht. Kann ich sagen, wie großartig, ich bin krank. Und alles, was schlecht von außen auf mich zukommt, als Schicksalsschlag, wird in jedem Fall was Gutes bewirken. Wir sind in der Menschheitsentwicklung inzwischen oder längst so weit, dass die Dinge nicht mehr automatisch irgendwo zum Guten führen. Die Krankheit braucht oft genug einen Arzt, einen Therapeuten, der jetzt darum ringt, dass die Krankheit ihr Gutes für uns bewirken kann. Der Arzt arbeitet eigentlich mit der Krankheit zusammen, damit sie dem Patienten zum Heil wird. Aber nicht nur der Arzt hat diesen Heilungswillen, es braucht auch genauso den Genesungswillen des Kranken. Und wenn diese beiden geistigen Sphären des Willens sich treffen, dann kann Ganzheit sich entwickeln. Stimmt das eigentlich? Ist das eigentlich ein wahrer Gedanke? Das kann jeder selber erfahren und nur selber erfahren. Man kann sich möglicherweise vornehmen, einmal das Leben die nächsten 5 Jahre im Hinblick auf diesen Gedanken
anzuschauen. Man kann prophylaktisch mal sagen, ich tue so, als sei das wahr. Ich als Arzt, als Therapeut oder ich als Patient. Und was zeigt sich dann durch die Krankheit und Entwicklungsprozessen? Einfach ausprobieren. Geht über Studieren, bekanntlich. Die Krankheit ist entsprechend Entwicklungshelferin und die große Krankheit, aber auch der große Heiler ist dann der Tod. Das ist natürlich ein ungewöhnlicher Gedanke, den Tod als Heiler einmal anzuschauen, aber wir brauchen uns eigentlich nur zu überlegen, was wäre, wenn es den Tod nicht gäbe. Wir würden immer älter werden. Und man kennt vielleicht Menschen, die in Sehnsucht, in höchstem Alter darauf warten, wann es soweit ist, aus diesem Leben heraus in eine andere Sphäre zu gelangen. Diese absolute Einseitigkeit, Jahrzehnte zu tragen, in einem und nicht im anderen Geschlecht inkarniert zu sein, mit einer Konstitution, mit bestimmtem Temperament, was sich unendlich schwer überwinden lässt. Und diese ganzen, das sich dann anfühlt wie Sackgassen, diese Lebenswege. Denn man lebt ja auch als alter Mensch nur in der Konsequenz, nur in den Folgen von einst vollzogenen Entschlüssen. Die Ursachen sind nicht mehr Thema. Man überlegt sich nicht mehr als 100-Jähriger, was möchte ich mal für einen Beruf erlangen, möchte ich mal Familie gründen oder nicht und ähnliche Fragen. Der Tod bringt endlich etwas Neues und er nimmt uns all das, was wir jetzt nach unter Umständen lange Zeit getragen haben. Wer viel hat, hat viel Gewicht und der Tod nimmt uns, und man kann auch sagen, er nimmt uns viel ab. Und was bleibt, wenn wir sterben? Es bleibt eine geistige Substanz. Es bleibt das, was wir aus uns gemacht haben. Das, wo wir uns überwunden haben, wo wir über uns selbst hinausgewachsen sind. Das ist Substanz geworden und das ist das, was bleibt, wenn alles andere verschwindet. Alles andere kann uns genommen werden, aber das, was wir geworden sind, das ist ewige Substanz. Und da empfinden wir natürlich Angst, weil wir bemerken, wie dünn das ist. Hier ist die Menschheit krank in diesem Verhältnis, weil wir uns so auf das Besitzen, auf das Haben beziehen und so wenig auf das Sein. Da sind wir bereit zu leben, aufzuhören, um nicht zu sterben. Dass wir nur noch überleben, anstatt lebendig zu sein. Denn wir sterben sowieso. Jeder wird sterben. Und jeder wird einmal wie nackt dastehen, um zu schauen, was bleibt. Daher kommt diese Angst vor dem Tod. Das ist die Todesangst. Dass wir bemerken, es ist dünn, was geworden ist. Jetzt im Hölderlin-Jahr kann man an eines seiner wunderbaren Gedichte denken, das ist überschrieben mit Lebenslauf. Die ersten Worte heißen, Größeres wolltest auch du. Und das zu bemerken, ja, ich habe eigentlich meine Ideale nicht erreicht. Ich hätte mehr leben können. Ich hätte mehr aus meinem Leben tun können. Das ist Inhalt der Todesangst. Und so, wenn wir konfrontiert sind mit dem Tod, wenn der Tod auf uns zukommt, entweder von außen, unausweichlich, auf uns selbst oder auf Menschen nahe in unserem Umkreis, oder indem wir einen Schritt auf den Tod zumachen und uns bewusst mit ihm auseinandersetzen. In beiden Fällen, aber das eine Mal im Erlebnis der inneren Freiheit, im Zugehen darauf, das andere Mal oft in größter Unfreiheit erlebt.
bemerken wir, wie der Tod ein ganz neues Licht auf das Leben wirft. Dann stellt sich die Frage, was ist wesentlich? Wenn ich nur noch eine überschaubare Lebenszeit habe, dann denken wenige Menschen rückblickend, ach hätte ich doch mehr meine Zeit verplempert, hätte ich doch mehr Dinge zum Zeitvertreib gemacht. Und oft kann die letzte Lebenszeit dann ganz wach erlebt werden, solange das noch möglich ist, um es nicht zu verpassen, das wunderbare Leben. Denn der Tod, das erleben wir, der wird uns alles nehmen. Und wir können es uns auch nehmen lassen, wir können selber geben. Und wenn wir das nicht tun, erleben wir es als ein Fortgerissenwerden von uns. Entweder wir machen selber einen Schritt, um den Standpunkt, auf dem wir gelebt haben, zu überwinden, oder wir werden geschubst. Das ist mit Stolpern und allem verbunden und entsprechende Gefühle tauchen auf. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Veränderung und Wandlung. Und zur Veränderung sind wir oft bereit. Veränderung heißt, ich bin bereit, neue Dinge in das, was ich schon habe, noch hinzuzunehmen. Immer mehr. Wandlung heißt eigentlich, ich bin bereit, loszulassen. Loszulassen, was ich bisher habe, um dadurch offen für ganz Neues zu werden. Ganz neue Verhältnisse. Hermann Hesse hat das wunderbar in seinem Gedicht, vielleicht dem bekanntesten seiner Gedichte, in dem Gedicht Stufen ausgedrückt. Und das geht wie folgt. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebens Ruf an uns wird niemals enden. Wohlanden Herz, nimm Abschied und gesunde. Ein Wandlungsgedicht. Bereit sein zu Abschied und Neubeginn. Dass die Krise sich lohnt, dass wirklich was Neues entsteht. Das ist jetzt die große Frage. Gelingt es uns nicht, wieder zum Normalzustand zurückzukehren? Denn die Krankheit, auch die gegenwärtige Krisenkrankheit ist gekommen, weil die Menschheit krank ist. Das ist eigentlich die Heilungsmöglichkeit, die jetzt darin liegt. Auch diese gegenwärtige große Krise ist eigentlich Therapeutin. Aber es braucht ganz viele heilende Therapeuten, die jetzt sorgen dafür, dass das Beste aus der Menschheitsentwicklung durch diese Krise hervorgebracht wird. Wenn ein Mensch krank ist, monatelang krank und er kommt aus dem Krankenhaus heraus und man kann sagen, Mensch,
du bist ja ganz der Alte, dann ist das natürlich ein vernichtendes Urteil. Du hast dich unendlich verwandelt und dadurch bist du noch viel mehr du selbst geworden, deinem eigenen Wesen nach. Das wäre das, dass man sagen kann, die Krankheit, die Krise hat sich gelohnt. Und durch diese gegenwärtige Menschheitskrise möge die Menschheit mehr sich selbst werden, sich total verändern und dadurch das eigene Wesen deutlicher zeigen können. Die Voraussetzung zu solch positiver Wandlung ist unser Wille. Unser Wille, Ja zu sagen zu Wandlungsprozessen. Tatsächlich anzuerkennen, da kommt etwas von außen auf mich zu und ich sage Ja zum Neuen in der Bereitschaft loszulassen, auszuatmen. Ja zur Krankheit als Entwicklungshelferin. Daraus ergibt sich in der höchsten Stufe ein Ja zum Tod. Und aus diesem Ja zum Tod ergibt sich nochmal aus der höchsten Stufe wie die Oktav ein ganz neues Ja zum Leben. Zum Leben, zu dem der Tod dazu gehört. Nun, in der Osterzeit ist das Erlebnis schlechthin, dass der Tod bejaht ist. Das kosmische Wesen des Lebens, derjenige, der von sich im Johannesevangelium tatsächlich wesenhaft sagt, ich bin das Leben, der Weg, die Wahrheit, das Leben. Das Leben ist ein Wesen, wir sind da mittendrin. Das ist jemand, nicht etwas. Und dieses Lebewesen ist auf die Erde gekommen, ist Mensch geworden und ist von vornherein den Lebensweg auf den Tod, diesen voll und ganz bejahend, freiwillig zugegangen. Bis im letzten Augenblick. Und dieses Ja zum Sterben hat das Wesen des Todes verwandelt. Dadurch ist der Tod überwunden worden. Und daraus ist etwas auferstanden, ein neues Leben. Eigentlich ein todloses Leben, weil jetzt der Tod nicht mehr Gegenteil des Lebens ist, sondern Teil des Ganzen, Teil der Wirklichkeit, dieser hohen Wirklichkeit des Lebens. Es ist ein neues Reich entstanden, ein neuer Bereich, in dem wir schon anfänglich drin leben, wenn wir unser Ja zu dem Leben als Ganzem finden. Heidegger hat gesagt, wer bereit zu leben ist, ist auch bereit zu sterben. Und offensichtlich sind wir immer noch nicht ganz bereit, voll und ganz zu leben. Denn voll und ganz zu leben heißt auch, in jedem Augenblick bereit sein zu sterben. Das volle Ja überwindet das Nein des Todes. Und aus diesem Reich, aus diesem auferstandenen Bereich, da können jetzt in dieser Offenheit, in dieser Ausatmungszeit der Menschheit die Begegnungen kommen mit der Ideenwelt, dass tatsächlich jetzt die Ideen kommen für die Zukunft der Menschheit, für Schritte in die richtige Richtung, für unsere Entwicklung. Auf sozialem Felde, auf dem Verhältnis, was wir Menschen zur Umwelt pflegen. Wir denken an die Menschen, die jetzt auf Lesbos sind. Wir denken an die Notwendigkeit oder vielleicht jetzt auch als nicht notwendig sichtbare Inlandflüge und anderes. Jetzt ist Ausatmungszeit. Wir sind ganz in dieser entschleunigten Zeit in der Mitte unseres Menschseins angekommen und jetzt ist die Pneuma-Berührung dran. Da kann eine Erfrischung daraus hervorgehen. Eine Erfrischung, die wir uns zu Herzen nehmen können. Geistige Gedanken, die wir uns zu Herzen nehmen, die von dort aus wieder in den Umkreis des Lebens gelangen wollen. Und
ein wenig Zeit gibt es noch, bis zur Sommersonnenwende steigt das Licht, macht immer mehr deutlich, bringt mehr ans Licht. Und das ist auch immer noch dann diese Krisen- und Prüfungssituation. Und dann wird das Licht tatsächlich wieder ins Dunkel übergehen und dann wird Bilanz gezogen. Was ist aus dieser Prüfung geworden? Haben wir Prüfung bestanden? Und wenn wir die Prüfung bestehen, dann wird uns die Corona aufgesetzt. Corona, das ist der Lichtkranz, die Sonnenaura. Corona wird auch genannt, wenn am helllichten Tage, zu ganz seltenen, besonderen Augenblicken, die Sonne sich verfinstert und dann mitten am Tag, mitten in der Lichtzeit, die Dunkelheit einkehrt. Und dann zeigt sich in seltenen Augenblick die Sonne und die Aura der Sonne, die sonst übertönt wird von dem äußeren Weltlicht, was Schatten mit sich bringt. Dann wird diese Sonnenaura sichtbar. Das heißt, die heißt und wird genannt Corona. Und damit kommt etwas ganz Neues in die Welt. Wir können das hier an diesem wunderbaren Bild des Isenheimer Altars von Matthias Grünewald auch schon so großartig sehen. Diese Sonnengestalt, die wie aus dem Hintergrund hervorleuchtet. Aber der Schatten hier überall ist überwunden. Und dann sieht man von diesem Licht noch einen ganz besonderen Corona-Umkreis. Hier und da sieht man noch Schatten, aber von innen heraus wird das durchdrungen mit Licht und dadurch wird der Schatten, die Dunkelheit überwunden. Das ist ein neues Licht. Das Neue, das Licht, was wir durch Bestehen von Krisen hervorgebären, wo wir über uns hinauswachsen, wo dieses neue Reich entsteht aus der Überwindung. Das ist ein Licht, was nicht mehr den Schatten mit sich bringt. Denn das Licht kommt aus dem Inneren des Menschen hervor. Und wenn das von innen uns durchdringt, werden wir überall Licht. Nicht mehr beleuchtet, sondern erleuchtet. Aber selbst das wird nur Wirklichkeit, wenn dieses Licht sich überall gleichzeitig von innen her durchdringend ausbreitet. Dann wird die Erde wie ein neuer Stern, leuchtend, wie eine neue Sonne. Und so darf man hoffen, dass was in der Corona-Krise begraben liegt, tatsächlich aufersteht, als dieses neue Licht, als Überwindung der Dunkelheit. Dass tatsächlich, was im Namen dieser Krise liegt, sich entfalte. Und unser Ja von jedem einzelnen Menschen, unser Ja zum Leben, umfassend Krankheit, Leiden und sogar den Tod beinhaltend, wird dieses Licht mit hervorbringen, wird den Aufgang einer neuen Sonne mitbewirken.